Ei gute Wie. Wir wollten uns noch ein bisschen was anschauen von Thomas Game Dogs. Sehr interessante Videos und ich feiere diese Playlist. Hab davon schon ein bisschen was gesehen in der Vergangenheit, not gonna lie. Und zwar, was die verschiedenen Synchronsprecher einzelner Videospielcharaktere angeht. Oder Geräusche, je nach Figur, ja. Und, also hier Pikachu, Donkey Kong oder so. Und das ist ziemlich nice. Aber ich dachte mir, womit fange ich an? Auf was soll ich reacten? Und dafür habe ich, ihr ahnt es vielleicht schon, Achtung, wird wieder hell. Twitter, gibt's auch einen Dark Mode, oder? Auf jeden Fall. Wählt mal aus, ohne für euch im Moment erkennbaren Kontext. Und ihr habt abgestimmt für Yoshi, vor Bowser, Toad und Peach. Und deswegen gucken wir uns heute an das Video Why doesn't Yoshi sound like he used to? Warum hört sich Yoshi nicht so an, wie er soll? Tut er doch, oder? Und passt mal auf. Ich glaube, er hat richtig geil recherchiert. Let's go. If I asked you to Gugge mal. Passt. Okay, let's go. Abfahrt. do an impression of Yoshi right now, it would probably sound something like this. That is Yoshi's iconic voice, right? But in the 1990s, he had an entirely different Wie voice. hört sich Yoshi an? And that's not all. This is Yoshi. Oh, creepity spookity scary. Yoshi hope no ghosts in Shattered Forest. And so is this. Yo, welcome back, Mario! We racked up tons of frequent globulator miles looking for you. Yoshi Was has ist das denn? actually had a lot more Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, aber Yo, Mario! voices than you might have realized over the last 30 years. But why is that? And where did his current voice come from? Let's Ey, der lässt halt nichts aus, wisst ihr, wie ich meine? Was ist mit dem Mario-Kinofilm? Also von 93? Oh, Freunde, es erinnert mich gerade dran, dass der Kinofilm letztes Jahr irgendwie einen Yoshi-Cliffhanger hatte. Da muss es ja irgendwie nochmal weitergehen irgendwann. answer the question, why doesn't Yoshi sound like he used to? Ich finde, die Titel sind immer ein bisschen Bait, Part ne? one. Weil, was soll das catchen? Warum hört sich der Charakter nicht an, wie er sich anhören soll? Ja, wie soll er sich denn anhören? 2 notes. For many years, Mario creator Shigeru Miyamoto had wanted to include some kind of animal for Mario to ride. Guck mal, aus Mario He Bros. had a 1. sketch of Mario riding the back of a Konzept. dinosaur-like creature stuck on the wall in front of his desk for years and years. However, because of technical limitations, Miyamoto couldn't bring this idea to life. Also, es gibt ja in Mario is Missing Yoshi auf dem NES, ne? Ich mein ja nur, es ist ja möglich gewesen, Herr Miyamoto. Es ist ja nicht unmöglich, jetzt tu mal nicht so. Hattest du wohl 1985 nicht die ausreichenden Skills, aber Miyamoto, der liebt ja Yoshi. Das ist ja, glaube ich, wenn er gefragt wird, was dein Lieblings-Nintendo-Charakter, sagt er Yoshi. In Super Mario Bros. 1, 2, or 3. The NES just wasn't powerful enough. But then, in 19... Also jetzt, the NES wasn't powerful enough. Also ich bin jetzt kein Verfechter des NES, aber Mario is Missing NES. Ja, pass mal auf hier. Ganz kurz. Ich meine, ja, ist ein anderes Spiel so. Aber du kannst auf Yoshi draufspringen und ihn dann reiten. Also, es ist auch später erschienen, 1993, aber sag nicht, es wäre nicht möglich auf dem NES. So, like, unmöglich ist hier gar nichts. Und von Fanhacks ganz zu schweigen, die das sicherlich möglich gemacht haben. Das lasse ich nur als Randnotiz, als Ergänzung hier so stehen. 1991, Nintendo brought out a new, more powerful games Weil das immer wieder, das wird halt nur zitiert und wieder nachgesagt, aber keiner hinterfragt es. console, the SNES. And finally, Miyamoto's idea could be brought to life in the form of Yoshi, the green, dinosaur-like creature that Mario rides the back of in Super Mario World. Und in Mario Wonder sieht er wieder ein bisschen mehr so wie dieser alte Stil aus, habe ich das Gefühl. Auch die Baby-Yoshis. Ne, wieder dieses lang geschlängelte Dino-Dings und nicht wie diese Comicfigur, die wir zuletzt hatten. Aber ja, ich mag beide Varianten. Now, Yoshi was a really important part of Super Mario World. He was right on the front of the game's box, after all. And it was up to Super Mario World's composer, Koji Kondo, to figure out what this new Yoshi creature should Ich finde aber auch,
dass Yoshi in Mario World scheinbar erst sehr spät implementiert wurde. Also bis zur Star World habe ich das Gefühl, bis auf das eine oder andere Secret Exit, brauchst du Yoshi nicht. Der ist ja komplett optional, wisst ihr, wie ich meine? Und in der Star World auf jeden Fall, auch mit verschiedenen Farben und Fähigkeiten. Da war er mit eingerechnet. Aber im Vorfeld, du bekommst in den Leveln oder nicht, das spielt keine Rolle. So, wirklich gebraucht wird er gar nicht. Und dasselbe übrigens in den New Super Mario Bros. Titeln. Also, ich mag es ja, aber ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass es sich auch wirklich bezahlt macht. Should sound like. Now, on the original NES, all music and sound effects had to be created using simple waveforms. That's what gives old Nintendo music its distinctive 8-bit sound. However, you could play very short audio samples. They just used up so much cartridge space and sounded so low quality that they weren't used very much. On this new SNES console though, audio samples were everything. Instead of composers using those built-in 8-bit sound waves, composers on the SNES had to import their own audio samples to be used as instruments. So, for instance, with Super Mario World, Koji Kondo imported this short recording of a piano note. And that meant he could use piano sounds throughout the game's music. Das ist der Originalsound. Ding. Of course, Super Mario World has many different instrument samples, but one extremely important one is this orchestra hit. This orchestra hit is what Koji Kondo used to create Yoshi's distinctive sound effect. Kondo first played 2 notes using the orchestra hit sound, and then he bent their pitches. The first note was pitch bent upwards, the second downwards. And here's how the final result sounds. Das ist wild, oder? Das klingt so vertraut, aber wenn das... Kann man einen Yoshi-Sound quasi rückwärts abspulen und kriegt dann das andere wieder raus, wie sich original anhörte? Kondo first played 2 notes using the orchestra hit sound, and then he bent their pitches. The first note was pitch bent upwards, the second downwards. And here's how the final result sounds. Now, for a number of years, those 2 orchestra hit notes were used as the voice of Yoshi. Like in Mario Kart 64, when characters like Mario, Luigi, Peach, and Toad were speaking full phrases, Let's go! Yoshi instead sounded like this. Das ist aber auch geil, ne? Wie sie diesen existierenden Mario World Sound, oder war auch Yoshi's Island auch so, hat sich angehört, ne? Oder? Wie sie den einfach genutzt haben und erweitert haben um verschiedene Tonhöhen und mehrfach abgespielt. And that works fine in a video game. If you need to convey more detailed information, just write it using text on screen. But Super Mario World was a huge hit when it came out in 1990. Na klar. So huge of a hit, in fact, that it was adapted into anime, other games, and cartoons, which caused a problem. How do you turn Yoshi into a cartoon if he sounds like this? Part 2, the cartoons. Let's go! It took a year for Super Mario World to be released in America, and when that happened, DIC Entertainment began producing a Super Mario World cartoon. Super Mario. Interestingly Super though, Mario. despite the cartoon being targeted towards the US, the voice actors hired were almost all from Canada. And that includes the voice of Yoshi, Andrew Sabiston. Sabiston gave Yoshi a high-pitched, cutesy-sounding voice. Take a listen. Oh, creepity, spookity, scary. Yoshi hope no ghosts in Enchanted Forest. Ooga! Yoshi boogie! Now Yoshi more afraid than ever. Yoshi wish he wasn't alone. Now, that same year, 1991, Also der Mario Bros. 3 Cartoon, den habe ich ja, der gab's ja bei uns, ne? Aber gab's doch den Mario World Cartoon? Das bin ich mir nicht sicher, weil den kenne ich so in der Regel gar nicht. Ich glaube, der ältere lief bei uns mit der Super Mario Bros. Super Show. Aber das hier, ich kann mich nicht erinnern, dass es bei uns gab. Auf jeden Fall geil mit diesen Soundeffekten auch im Hintergrund. Diese Gruselgeräusche, das ist halt das Epischste. Die alten Cartoons gönnt ihr euch mal zum Spaß. Sollte man doch im Internet finden. Ich habe die auf DVD gekauft. Gibt's auch auf Amazon, keine Frage. an interactive anime adaptation of Super Mario World was released on VHS.
Das sieht However, gut aus, oder? in this anime version, there are 3 different Yoshis. And unlike in the American cartoon, all 3 Yoshis are voiced by women. The main Yoshi is voiced by Chika Sakamoto and sounds like this. 助かったどうもありがとう僕はヨッシー君たちはだ Warum erinnert mich das voll an Digimon? Irgendwelche Agumon-Stimmen. Hey, Tai. Then there's Yellow Yoshi, voiced by Tamao Hayashi, who sounds like this. 僕も一緒に行きたいけどこれじゃ足手まといになっちゃうし And lastly, there's Red Yoshi, who is voiced by Ikue Otani, the voice of Pikachu. Ich wollte gerade sagen, ist der Name ein bisschen anders? Ist es wahrscheinlich eine andere? Alter, Pikachus Stimme hat vorher schon Yoshi synchronisiert. Einmal. Here's how Red Yoshi sounds. 大きくなれば文句はないよねさあ行こうよさあ乗って Right, so the next Yoshi voice came the following year, 1992. But it wasn't in a cartoon this time. It was actually in a Japanese commercial for the puzzle game Yoshi's Cookie. Yoshi only had one line to say, but he was voiced by famous Japanese voice actress Junko Hori, who also voiced Jerry from Tom and Jerry and Bart Simpson from The Simpsons. Check out her take on Yoshi. ゲームボーイも出るよ Also böse Zungen würden sagen, die hören sich ja immer gleich an. Die hören sich aber wirklich sehr ähnlich an. Die sollen sich ja auch ähnlich anhören. Die wollen ja diese Stimme treffen, denke ich mir. Jetzt geht's um den Mario-Film. Let's go. Then, 1 year later, in 19... Guckt euch den Bob Hoskins. Ich weiß nicht. Und der Luigi ist einfach so ein Latino-Boy. Warum? Aber manchmal muss man sich wieder mal rütteln und sich mal angucken. Das war der Mario-Kinofilm. Alter Schwede, du. In 1993, the live-action Super Mario Bros. Film was released in America. Now, it did feature Yoshi, but he looks pretty different here. Dare I say, horrific. And his vocal cry sounds were performed by American voice actor Frank Welker, best known as the voice of Fred and Scooby-Doo from Scooby-Doo. He doesn't really speak here, but here's what the animalistic noises of Yoshi sound like. Und das hat Frank Welker gesprochen. Then, finally, in 1994, the infamous game Mario is Missing was released for Mac. And Ja, genau. Bring mal jetzt mal auf den Punkt, dass du damit Yoshi spielen kannst. Übrigens, die sehen komplett anders aus. Es gibt eine NES-Version, SNES-Version und gibt eine PC-Version. Yoshi speaks in the game. Und das ist, glaube ich, die PC... Guck mal, ich habe jetzt auch einen Sprite erwischt, wo Luigis Mütze so ein bisschen, ne? Die PC-Version, da standen ja viele Memes her von diesem Luigi-Gesicht. Kind of. He makes this bizarre blow sound when he swallows enemies. Blau? 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 Welche Farbe willst du haben? Welche Farbe hat deine Latzhose, Luigi? Blau? 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 Wenn ich dich schlage, wie sieht da dein Auge aus? Blau? Blau? Wie wirst du heute Abend drauf sein? Now, there was another Blau? voice clip recorded for Yoshi. A full line of dialogue. Yo! Welcome back, Mario! We racked up tons of frequent globulator miles looking for you! However, strangely, this final audio clip was removed from the game before it was released. The voice actor behind these short snippets of Yoshi's voice is not 100% known, as the game's credits don't actually specify which voice actor voiced which character. Wer von euch hat Blau gesagt? Das wurde removed, das ist nur in einer anderen Version drin, oder was? Und woher weiß man das dann? Gibt's Prototypen im Internet, oder was? Yo, Mario! Wie cool ist das denn? Full line of dialogue. Der hat denselben Kopfhörer, ne? Ey, heutzutage hat einfach jeder das Biodynamics DT 990 Pro. Yo! Welcome back, Mario! We racked up Line of dialogue. Yo! Welcome back, Mario! Yo! Welcome! Ich kann das gar nicht so. Noch härter. Yo! Welcome back, Mario! We racked up tons of frequent globulator miles looking for you! However, strangely, this final audio clip was removed from the game before it was released.
The voice actor behind these short Blau? snippets of Yoshi's voice is not 100% known, as the game's credits don't actually specify which voice actor voiced which character. Es war Nick The most Gläser. likely candidate is a programmer called Bruce Sandig. Whether he really did voice the character is impossible to know, though. Frag ihn doch. So, as you can see, from 1991 to... Kann man den Leuten nicht einfach sagen, guck mal, hast mal eine Minute Zeit, kriegst du einen Huni, hast du diese Line gesprochen? Yo, Mario! Oder ging es ums Blau? Man weiß es nicht. Und dann sagt er entweder yo or no, oder ich weiß es nicht. 1994, there were quite a few varied voices of Yoshi, but none of them really counted as official. As far as I can tell, Nintendo had little to no input on any of the casting decisions made in these projects, except perhaps for Junko Hori in the advert. But back at Nintendo, Yoshi's official new voice was being worked on. And it is the voice that he still uses to this very day. Part 3, back at Nintendo. So, as I mentioned, Yoshi's original sound effect was reused in pretty much every... Geht mir doch das Herz auf, das ist doch Yoshi. Ich finde auch neue Spiele sollte Yoshi einfach nur machen. game he appeared in, up until the year 1997. Yoshi Story. That is. After the success of Yoshi's Island on the SNES, Nintendo began work on a sequel called Yoshi's Story. Eigentlich ist es ja erst Yoshi's Island 64 und es wäre auch ein treffender Name gewesen. Oder es hätte Yoshi's Island ins, wäre ja nicht, es kommt ja nicht dran, ne? The N64. And this time, Koji Kondo Habe ich natürlich Let's Played. was not the composer. Instead, Kazumi Totaka took over. You might know Kazumi Totaka for his work on the Animal Crossing series. He's the guy KK Slider was based on. Plus, he wrote the famous Mii Maker theme. Und Totakas Song? But in 1997, Kazumi Totaka's task was to compose the music for Yoshi's Story. Meanwhile, the game's two sound designers, Yasushi Ida and Hajime Wakai, were deciding what to do about Yoshi's voice. Up until then, he'd only really had that one single sound. But the two sound designers decided to finally change that. They wanted to give Yoshi a new voice. Now, normally in this situation, a professional voice actor would be hired. But instead, composer Kazumi Totaka was roped into voicing the character. Or perhaps he asked to voice the character himself. The details aren't super clear. But however it ended up happening, composer Kazumi Totaka entered a recording studio at Nintendo around 1997 and made all kinds of noises that he thought were Yoshi-like into the microphone. Here's how some of those recordings sounded. Der redet halt normal, es wird ja hochgepitcht, ne? Aber der macht einfach nur Bong, Bong, Beho, Beho. Und mehr macht er nicht. Das Originale. Ja, yeah. Oh, ja. Dass man nicht mehr die Stimme verstellt, ne? Aber der wusste, dass es hochpitchen wird, deswegen vermutlich. Ja, yay! Wow, wow, Couple, Yoshi, Yoshi, Yoshi. Now, Vielleicht hat er sich ein bisschen blöd vorgefühlt. Yoshi, Yoshi, Yoshi. obviously, those voice clips sound like an adult man, not a cute green dinosaur. So the next step was to speed up those recordings, Alvin and the Chipmunks style. And here's the finished result, the voice of Yoshi. Soll ich mal was sagen? Dieses Yay! Das habe ich noch nie verstanden, dass es Yoshis Stimme sein soll. In Yoshi's Story kommt das, wenn der irgendwie unverwundbar wird, wenn er genug oder die richtigen Früchte einsammelt, da kommt so eine rockigere Musik und dann macht er Yay! Und aus irgendwelchen Gründen dachte ich immer, das würde die Blume sagen. Die Blume, die ihr oben links seht, dass die dann so sagt, hey, du bist ja unverwundbar, hey!
Yay! Aber das soll eigentlich Yoshis Stimme darstellen. Irgendwie habe ich da nie drüber nachgedacht. Es klingt am Anfang ein bisschen anders, deswegen. Wow! Hä, was machst du denn, Yoshi? So klingt das für mich. So, Yoshi's story was released in 1997, and for a few years afterwards, the voice of Yoshi wasn't super consistent. Some games immediately began using the voice clips recorded by Kazumi Totaka, like Super Smash Bros. In 1999. And Mario Tennis in the year 2000. However, other games kept using Koji Kondo's old sound effect, like Mario Golf in 1999 and Mario Party 2 and 3. Das ist halt komisch, wenn Mario Tennis und Golf das sich immer so zusammen, aber nie drüber nachgedacht. Im einen klingt Yoshi so, im anderen so. Und ich weiß, Mario Party macht er auch nur in 2000 and 2001. But by 2002, Nintendo's games had completely phased out the old voice of Yoshi in favor of Kazumi Totaka's new voice. But back in 1997, Totaka only recorded the sounds that Yoshi's story would need, 60 of them in total. Which sounds like a lot, but since then, Yoshi has appeared in all kinds of Nintendo games. So, about 4 years later, while Super Mario Sunshine was in development, Totaka recorded a whole new batch of Yoshi's sounds. But that wasn't the last time he did it. About 10 years after that, Super Mario Galaxy 2's director personally asked Totaka to record some new voice lines. According to the director, when I asked him to do it, he was a little uneasy. Moment. Sunshine war 2002 und Galaxy 2 war 2010. Das sind nur 8 Jahre. Es hieß 10 Jahre später. Aber schon in Ordnung. Jetzt weiß ich nicht, was der gesprochen hat für Sunshine, aber wieder muss sein. 10 years have passed, so he was worried it would sound as if Yoshi had aged. But, impressively enough, Yoshi doesn't sound any different, I don't think, to how he sounded back in 1997. Here's how Yoshi sounds in Super Mario Galaxy 2. Galaxy 2, ne? Und ich glaube, ich habe dieses Video hier gesehen. Wann kam das denn raus? März 22 und ich habe im Sommer 22 Galaxy 2 Let's Played und habe diesen Fact im Let's Play gebracht, dass eben der Synchronsprecher das meiste in Yoshi's Story aufgenommen hat und erst wieder für Galaxy 2, da habe ich das Sunshine wohl ausgelassen, in meinem Kopf war das jetzt nicht so, erst wieder in Galaxy 2 neue Soundfiles hat und er hatte Angst, dass Yoshi gealtert klingt. Klingt Yoshi gealtert? Hören wir mal rein. Ich finde gar nicht, ich finde schon fast eher sogar jünger als älter klingt er. Weil ich hatte absichtlich seine Stimme so ein bisschen heller gemacht und dann hochgepitcht. Wer weiß. So perhaps one day Totaka will be dragged back to the recording studio to record another set of Yoshi sounds. Da brauchen wir ein neues Haupt-Main-Yoshi-Spiel. Wenn das nächste große 3D-Mario Yoshi prominent enthält, vielleicht da. Vielleicht macht das ja direkt morgen, Freunde. Ihr wisst es nicht, aber morgen geht Totaka wieder ins Aufnahmestudio, weil er endlich seit Mario Galaxy 2 wieder neue Yoshi-Clips aufnehmen muss. Ha! Ihr habt's von mir zuerst gehört. But for now, Nintendo seems happy to keep reusing the 3 collections of Yoshi noises they've got. Over the years, Kazumi Totaka has actually voiced quite a few Nintendo characters. Shy Guy, Professor Egad, Captain Olimar, and even Birdo. Wow. But the first... Ja, das ist alles Yoshis Stimme. Ist euch das bewusst? Hör nochmal rein, ne? Hier, das doppelt hält besser. Das ist auch Yoshis Stimme. Actually voiced quite a few Nintendo characters. Shy Guy, Professor Egad, Captain Olimar. Olimar ist Yoshi. Und Birdo und Shy Guy. And even Birdo. Wow. But the first character he ever voiced is also his most important and iconic, Yoshi. It was 25 years ago that Totaka first recorded Yoshi's voice, and it has become iconic. I kind of love that alongside writing music for Animal Crossing, Luigi's Mansion, and Wii Sports, every now and again, Totaka gets dragged back into the recording studio to record a couple of new voice lines. Hi, thanks for watching. I've always loved Yoshi's voice, so it was interesting to dig into where it came from. Hopefully you also found it interesting. Alright,
I'll see you next week then. Bye. But you can speak English. Warum das denn? Warum ist der Kommentar jetzt weg? Weil ich auf Donkey Kong, das Video weiterging. Warum soll er nicht Englisch sprechen? Freunde, ich finde das ein super interessantes Video. Ich habe das schon mal gesehen, aber man kann es sich nicht oft genug ansehen. Ich habe das meiste ja schon wieder vergessen. Und deswegen würde ich mich freuen. Habt ihr was gelernt? Fandet ihr es interessant? Ich finde allgemein Synchronsprecher eine interessante Sache. Als auch gerade diese Sachen. Und deswegen, welchen Charakter hättet ihr gerne als nächstes? Ich würde sagen, Bowser ist interessant. Wobei, das sind die älteren. Weiter unten sind die neueren. Vor 3 Monaten, das mit Mario gab es schon mal. Ich glaube, das müssen wir uns als nächstes angucken. Wenn es geupdatet wurde, wegen Chris Pratt und wegen ich glaube, das wurde geupdatet. Es gab bestimmt eine alte Version von Mario. Ich glaube schon. Aber für den Moment, gebt bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen haben sollte. Schaut mal auf den Originalkanal vorbei. Natürlich alles verlinkt im Titel, in der Beschreibung. Und ansonsten bis morgen und Gugge!